Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute haben wir für euch von Chlorgear die Combat Operator Pant. Wer Chlorgear nicht kennt, große Marke, die im Bereich Bekleidung und taktischer Ausrüstung aktiv ist, wird zum Teil auch beim Bundesheer eingesetzt. Die Chlorgear Combat Operator Pant unterscheidet sich von dem, ich sag mal, von der hauptsächlichen Einsatzhose von Chlorgear, das ist nämlich die Raider Mk4, unterscheidet sich die Combat Operator Pant dadurch, dass sie ein bisschen einfacher, back to the roots, basic designt ist, wirklich ein ganz simples Design, aber trotzdem noch alle notwendigen Features hat, die man auch bei der anderen Hose findet. Welche das sind, die zeige ich euch jetzt gleich im Detail. Gehen wir erstmal über das Material drüber. Das ist hier in der Farbe Steingrau-Oliv zu sehen, gibt es noch in allen möglichen anderen Farben, Multicam, Schwarz, was auch immer ihr wollt. Verwendet wird 50% Polyester und 50% Baumwolle, also ein 50-50 Mix, was natürlich einen super weichen, angenehmen Tragekomfort geht. Apropos Tragekomfort, hier ist zu sagen, ich habe jetzt die Hose mal voraussichtlich eine Nummer größer bestellt, weil Chlorgear normalerweise kleiner ist. Hier hätte mir tatsächlich aber wieder die reguläre Größe gepasst bei dieser Hose. Also bei der Raider auf jeden Fall noch Nummer nach oben und hier reicht die normale Größe. Die fällt sehr weit, sehr baggy aus. Also ich mag das unheimlich gerne, muss man halt drauf stehen vom Schnitt her. Also die ist wirklich weit und sehr, sehr angenehm geschnitten. Von den Features her machen wir das Ganze jetzt mal in 3 Teilen. Ich zeige euch einmal die Front, dann drehen wir die Puppe einmal um, machen die Rückseite und dann ziehen wir die Puppe aus und machen einmal die Innenseite, um euch einmal kurz den Knie-Innenbereich zu zeigen und den Bundbereich. So, dann fangen wir mit dem Teil 1 an, die Front. Hier haben wir eine ganz normale Reißverschlussöffnung mit einem Doppelknopf oben gelöst. Dann haben wir ganz normale Einschubtaschen für die Hände. Die sind allerdings hier, was ich sehr cool finde, habe ich so auch noch nicht gesehen, verstärkt mit Cordura. Ja? Das heißt, man hat hier nicht einfach nur doppelt genäht oder dreifach genäht, sondern man hat hier wirklich ein ganz steifes Gurtband Cordura eingearbeitet, was natürlich hier unheimlich viel Stabilität gibt, gerade wenn man mit einem Messer arbeitet oder mit Clipsen oder mit sonst irgendwas. Da löst sich definitiv nichts auf. Ansonsten habt ihr hier einen D-Ring an der Gürtelschlaufe, um hier einen Schlüsselbund oder sonst was anhängen zu können. Ihr habt nochmal hier einen abgenähten Bereich für ein Messer oder für eine Lampe. Und dann habt ihr in der Tasche selbst nochmal ein Zugband für die Knie. Das erkläre ich euch aber gleich, wenn wir zu den Knien gehen. Die Oberschenkeltasche ist flach anliegend, hat eine Flappe und einen Zipper. Die Flappe ist hinten runtergenäht, das heißt, man kann sie nur vorne anheben, was natürlich sehr cool ist, weil man muss nicht irgendwie mit Druckknöpfen arbeiten, sondern die Flappe geht quasi immer wieder in ihre Ursprungsposition zurück. Man kommt trotzdem gut ran. Man hat hier einen großen Reißverschluss und auf der Innenseite hat man nochmal einen Einschub, der perfekt für ein AR-15 Magazin passt. Natürlich ist auch eine Ablauföse da vorgesehen. Das heißt, wenn hier Wasser eindringt, dass das schnell wieder ablaufen kann. Das ist ein Standard-Feature. Und vom Design her ist es eine Blasebalgtasche, die sich aufbläht, wenn man hier was einpackt, weil einfach die Naht hier gedoppelt ist. Das heißt, hier kann man dann mehr Volumen reinpacken, als es jetzt aussieht. So liegt sie flach an, kann weit ausstehen. Gut, dann die anderen Taschen sind ja alle für hinten. Das heißt, wir gehen einmal auf den Kniebereich über. Der ist nämlich sehr spannend gelöst bei Chlorgear. Bin ich ein großer Fan von. Und zwar habt ihr eine Lösung, dass ihr mit Knieschonern arbeiten könnt oder aber auch nicht. Und zwar ohne, dass da irgendwie groß ein Loch ist. Ihr seht es am linken Bein, das wäre jetzt ohne irgendein Polster. Man sieht hier 4 Schlitze, die sind relativ unscheinbar. Das heißt, man sieht die eigentlich gar nicht, wenn man die Hose trägt. Und man hat auf der Innenseite einen Einschub für ein Polster. Das heißt, ihr könnt entweder mit einem weichen Polster von innen arbeiten oder aber ihr könnt von D3O, dafür sind nämlich hier diese Aussparungen, diese Löcher gedacht, könnt ihr so ein Doppelpolster benutzen. Das sieht dann quasi so aus. Ihr habt auf der Innenseite hier einen D3O Impact Schutz. Wer D3O nicht kennt übrigens, also die machen in Sachen Stoßschutz, machen die einen sehr, sehr geilen Job. Also das ist wirklich das ist sehr, sehr, sehr weich, das Material. Verformt sich bei direktem Aufschlag, wird das aber dann blitzschnell hart und schützt euer Knie quasi entsprechend gut. Also das ist wirklich ein sehr, sehr guter Stoßschutz. Und da gibt es im Prinzip für oben drauf
ein Cover. Hier seht ihr schon, das ist ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Und das ist das, was quasi nur noch außen zu sehen ist. Und das Polster sitzt innen, wird also quasi von außen verschraubt. Kann man auch mit dem Fingernagel aufdrehen, das ist kein Problem. Und so wäre dann diese Lösung. Fairerweise müssen wir dazu sagen, in Sachen Aufprallschutz perfekt. Also wenn ich hier mit dem Knie ruckartig nach unten gehe und damit voller Wucht drauf gehe, das spürt man überhaupt nicht. Rutschen funktioniert nicht ganz so gut damit. Das haben wir probiert. Dabei ist dann hier die Schraube abgebrochen. Das heißt, das ist suboptimal, sage ich mal. Ja? Also für eine härtere Beanspruchung würde ich dann vielleicht auf ein anderes Kniepad gehen. Da würde zum Beispiel auch passen von Patagonia. Die haben auch ein ähnliches System mit Löchern. Das müsste eigentlich passen. Das habe ich jetzt noch nicht verifizieren können, aber das wäre noch eine Alternative. Ja, oder aber man guckt halt, dass man externe Knieschoner benutzt. Nur für den Fall, falls ihr da mit rumrutschen wollt, wenn das gewünscht ist. Kommt natürlich auch immer auf den Untergrund drauf an. Wir hatten jetzt natürlich kein Gras, was schön ein bisschen mitslidet, sondern wirklich harten Erdboden. Und der hat quasi das Rutschen direkt gestoppt. Und dementsprechend, ja, da hat das Material auch keine Chance gehabt. Die Knieschoner, habe ich ja gesagt, die haben noch eine spezielle Funktion. Und zwar, wenn ihr die Höhe regulieren wollt. Ja? Also das heißt, normalerweise sitzt von der Optik her sieht so aus, als würden die Knieschoner unter dem Knie sitzen. Das ist aber nicht der Fall, weil das eigentliche Polster ja hier oben beginnt, über dem schwarzen Bereich. Also nur der schwarze Bereich sitzt leicht unter dem Knie. Wen das aber stört oder wer sagt, ich will da noch ein bisschen regulieren, der hat dann hier in der Hosentasche ein Zugband mit Schockcord. Da kann ich dann wirklich bis zum Oberschenkel hochziehen, wenn es sein muss. Also das ist überhaupt kein Thema, hier die Höhe zu regulieren, so wie ich sie brauche. Was mir hier fehlt an der Operator Combat Pant ist nochmal eine Fixierung der Kniepolster. Das Kniepolster an sich bleibt eigentlich schon relativ gut in der Position, aber manchmal will man dann doch schon rechts und links ein bisschen eine Fixierung haben, wie es auch bei der Raider Hose von Clawgear ist. Das hat man hier bei dieser Hose nicht. Also das sollte man noch im Hinterkopf behalten. Rückseite unspektakulär. Ich habe jetzt hier den Gürtel auch oben drüber, aber das zeigen wir euch gleich im nächsten Schritt, wenn wir euch dann den Bund nochmal zeigen und die Innenseite ohne Extras. Wir haben hier jeweils rechts und links eine Gesäßtasche, die mit einem Reißverschluss bedient wird. Auch hier wieder eine Flappe oben drüber, damit das geschützt ist vor Dreck und Staub. Die ist auch auf der einen Seite unten angenäht. Das heißt, der Reißverschluss gleitet dann schön auch unten drunter und verhakt sich nirgendwo. Und dann habt ihr noch als zusätzliche Schmankerl oder als zusätzliche Tasche hier an der Seite, das ist quasi am Oberschenkel auf der Innenseite nochmal eine Messertasche, eine explizite, oder auch für ein Pistolenmagazin. Da habt ihr quasi nochmal zwei Taschen, wo ihr Zubehör unterbringen könnt. Hier seht ihr die Hose jetzt mal ohne Mannequin. Da sieht man auch mal ganz gut, dass sie auch mir tatsächlich ein bisschen zu groß ist. Sie ist ja breiter als meine Schultern, wie der Stefan auch gerade schon treffend festgestellt hat. Also wie gesagt, bei der Größe drauf achten. Eine Nummer größer bei der Raider, bei der Combat Operator Pant könnt ihr eure normale Größe nehmen. Ja, also einmal über die Features, die hier oben noch zu finden sind. Ihr habt hier jeweils 3 Pads, das heißt, oder 3 Laschen besser gesagt. Die sind für Hosenträger gedacht. Wenn ihr den Hosenträger nutzen wollt, wäre das hier auch möglich. Und für die Bundverstellung habt ihr nochmal hier ein Klett mit einem elastischen Band, wo ihr nochmal ein Stück die Größe regulieren könntet. Das habt ihr auch nochmal unten, das habe ich vorhin vergessen zu zeigen. Also am Bundabschluss des Beines habt ihr auch nochmal genau dieselbe Konstruktion. Ein bisschen Gurtband mit einem elastischen Zugelement, um hier auch nochmal die Weite einstellen zu können. Wer genau hinschaut, entdeckt auch hier im unteren Bereich noch ein zusätzliches Feature, was super gut versteckt ist, das ich beim ersten Mal tragen überhaupt gar nicht gefunden habe, sondern erst als ich die Hose quasi mal genauer untersucht habe. Und zwar ist hier in so einem kleinen Daschelchen verborgen der typische Haken, um eine Gamasche, um die Hose als Gamasche nutzen zu können. Das heißt, ihr könnt die Hose vorne am Stiefel einhaken und dann entsprechend bleibt die Hose auch, wenn ihr mit dem Bein nach oben geht, immer in Position. Aber wir wollen uns ja um den Bund kümmern und deswegen gehen wir da wieder zurück. Hier könnt ihr jetzt schon gut sehen auf der Innenseite, der Bund ist sehr, sehr breit gelöst. Das heißt, ihr habt ja auf jeden Fall auch unter einem ordentlichen Battle Belt einen guten Komfort, der hier auf der Innenseite leicht auch wattiert ist. So ein Mikrofließmaterial ist das. Und dann seht ihr auch hier an der Breite, hier am hinteren Teil in der Mitte, an der Viertelschlaufe, seht ihr auch am besten, dass da
dicke Gürtel auch ohne Probleme reinpassen. Also 50 mm Gürtel sollten hier ohne Probleme durchpassen. Die Gürtelschlaufen an sich übrigens ist außen dieses ganz normale Material, was auch bei der Hose verwendet wird, ist 50-50. Aber auf der Innenseite ist nochmal hier das massive Cordura-Band gewählt worden, was auch vorne in der Hosentasche als Einfassung genutzt wurde. Das findet sich auch hier hinten wieder. Also das ist wirklich ein cooles Feature, um nochmal mehr Stabilität an den wichtigen Stellen zu bringen. Hat man hier unterhalb des Gürtels, wo auch ein Feature ist, was ich sehr cool finde, und zwar eine Lasche. Die ist hier auch an diesem Gurtbandmaterial eingelassen. Das heißt, die wird auch unglaublich gut halten. Wenn ihr zum Beispiel hier mit einem Retention Lanyard arbeitet, dann könnt ihr da die Kongfrog einhängen, ohne dass ihr am Gürtel Platz verliert. Hat man rechts und links jeweils. Last but not least, auf der Innenseite gibt es noch eine zusätzliche Tasche. Wenn ihr noch mal irgendwas geheim verstecken wollt oder nicht unbedingt im direkten Zugriff braucht, habt ihr hier auf dem, wo das Clawgear-Logo auch drauf zu finden ist, hier nochmal einen Einschub, wo entsprechend Platz für kleinere Gegenstände zu finden ist. Unser Fazit zur Clawgear Combat Operator Pant: Dafür, dass die Hose komplett ohne Elastan auskommt, hat sie einen sehr, sehr hohen Tragekomfort. Also es kommt natürlich, ist der Weite geschuldet, muss man mögen. Also wenn man auf dem Baggy-Style steht, ist man bei der Hose hier genau richtig aufgehoben. Das ist wirklich eine schöne Sache. Finde ich zum Beispiel persönlich sehr cool. Ich trage gern so Hosen. Allerdings muss man dazu sagen, hier im Kniebereich, da würde ich gern noch mal rechts und links was haben, um die Kniepolster zu fixieren. Ja, und wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, mit Sliden, da muss man natürlich entsprechend ein bisschen Obacht passen. Da hätte ich mir ein bisschen mehr von den D3O-Protektoren erwartet, aber da kann ja die Hose nichts für. Entsprechend kann ich da auch auf ein anderes Kniepolster ausweichen. Ja, alles in allem ist die Hose natürlich nochmal eine ganze Ecke günstiger als jetzt Einsatzkleidung von Crye Precision, Arc'teryx oder UFPRO. Das heißt, das wäre nochmal eine Alternative für diejenigen unter euch, die jetzt nicht so viel Geld ausgeben wollen, aber trotzdem eine qualitativ hochwertige Hose suchen. Da seid ihr bei Clawgear genau auf der richtigen Seite. Ihr bekommt die Produkte von Clawgear und auch die Combat Operator Pants bei Pant, heißt es ja, bei Best Protection. Der Link ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen zu der Hose? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten Abo dalassen, liken, Glocke klicken und wir sind raus. Bis dann, macht's gut, bye bye.